Ein BIM-Modell ist an sich ein Ozean von Informationen. In unseren vorherigen Demos haben wir gesehen, wie es Ares Commander CAD-Nutzern ermöglicht, nicht nur auf die Informationen zuzugreifen, sondern auch sie zu filtern und nur das anzuzeigen, was in den Zeichnungen aktuell gebraucht wird. So haben wir die Grundrisse, Treppen und Schnittansichten erstellt, die Sie in diesem Projekt sehen. Aber die BIM-Zeichnungen, die von Ares Commander erstellt wurden, sind auch smart. Sie nutzen die Intelligenz von BIM-Objekten, um das Erstellen von Zeichnungen zu automatisieren, was Ihnen wertvolle Zeit spart. Ares Commander automatisiert viele aufwendige Aufgaben. Zusätzlich zu den Elementen, die aus dem BIM-Modell generiert werden, werden Callouts automatisch hinzugefügt, um auf andere Zeichnungen zu verweisen. Symbole wie Tür oder Öffnungsrichtung ersetzen die Schnittdarstellung der entsprechenden BIM-Elemente. Die Materialzuordnung von Ares hilft Ihnen dabei, die Farbe und Schraffur von BIM-Elementen anzupassen, die auf dem Material basieren. Im Dialogfenster Materialzuordnung kann man einige Regeln sehen, die ich zuvor erstellt habe. Das ist eine Aufgabe, die ich für alle Zeichnungen in diesem Projekt nur einmal erledigen muss. Sie können jede der CAD-Funktionen verwenden, die Sie vom Ares Commander kennen, um Inhalte zu den Zeichnungen hinzuzufügen. Zum Beispiel kann man in dieser Zeichnung sehen, dass ich Texte, Bemaßungen, Blöcke und CAD-Elemente zur Geometrie hinzugefügt habe, die automatisch aus dem BIM-Modell generiert wurden. Der Vorteil von Ares Commander ist, dass die Zeichnung alle Informationen aus den BIM-Elementen behält und die Möglichkeit zur Erstellung intelligenter Bemaßungswerkzeuge eröffnet, die das Erstellen von Zeichnungen weiter automatisieren. Mit BIM-Bemaßungstools können Sie jedes BIM-Element auswählen und sehr schnell die Bemaßungen ausrichten. Machen wir das mit den Außenwänden. Bitte beachten Sie, dass in diesem Fall die automatischen Bemaßungen mit Berücksichtigung der Türen und Fenster erstellt wurden. Aktualisieren wir nun das BIM-Modell, können wir sehen, dass das Fenster an die Wand verlegt wurde und gleichzeitig die Abmessungen automatisch aktualisiert wurden. Dies erreichen wir mit wenigen Klicks. Mit BIM-Label können Sie jedes BIM-Element auswählen und die Eigenschaften einiger BIM-Label als Kommentar extrahieren. Aber zuerst aktivieren wir die Bibliothekspalette, um die Label zu sehen, die Ares Commander uns anbietet. Übrigens sind diese Label Blöcke mit Attributen, die wir anpassen können. Jetzt fügen wir ein Label für die Tür hinzu, indem Sie die Höhe und Breite sehen können. Wir geben den Namen des Blocks ein, den wir verwenden wollen. Wir können es für eine einzelne Tür tun oder mehrere gleichzeitig auswählen. Wir können es sogar mit ein paar Klicks auf alle Türen gleichzeitig anwenden. Natürlich kann das Gleiche mit allen Fenstern gemacht werden. Zusätzlich können wir BIM-Label für unsere Wände verwenden. Was wäre der Anwendungsfall für BIM-Label? Ein Beispiel ist die Erstellung eines Labels, um eine wichtige Eigenschaft aus den BIM-Eigenschaften lesbar zu machen. Es könnte der Name dieser Wand in Revit oder eine Information über die verwendeten Materialien sein. Aber höchstwahrscheinlich würden Sie bevorzugen, das Label kürzer zu halten. Es könnte also eine gute Idee sein, die Wände durch eine numerische oder alphanumerische Kennzeichnung zu identifizieren. Das könnte Ihre Identifizierung erleichtern und Ihnen ermöglichen, sie weiter einem konstruktiven Detail zuzuordnen. Zu diesem Zweck könnten wir ein Label mit dem Ares Commander oder unser eigenes benutzerdefiniertes Label erstellen, das im Grunde ein Block mit Attributen ist. Lassen Sie uns schauen, wie das geht. In diesem Beispiel haben wir ein Rechteck, einige Linien und ein Stück Text. Jetzt werden wir ein Attribut hinzufügen, das verwendet werden kann, um der Wand einen benutzerdefinierten Namen zu geben, zum Beispiel
W01. Wir werden auch ein Attribut einbauen, das die Daten aus dem BIM-Modell enthält. In diesem Fall enthält es den Wert vom IFC-Element, wie wir in der Eigenschaftenpalette sehen. Man könnte auch andere BIM-Daten einbinden, die Sie für das Label als wichtig einschätzen, die sonst in der Zeichnung verborgen bleiben. Auf diese Weise können Sie durch Extraktion der Daten aus den Etiketten in eine Tabelle alle Daten erhalten, auch die, die versteckt sind. Jetzt erstellen wir einen Block. Wir müssen diesen Block als eine unabhängige Zeichnung speichern, zum Beispiel mit dem Befehl w-block und ihn im Verzeichnis speichern, das Ares Commander benutzt, um die BIM-Label zu lesen. Nach dem Neustart des Programms sehen wir, dass unser neues Label hier erscheint. Jetzt können wir dieses Label auf eine bestimmte Wand oder auf alle Wände auf einmal anwenden. Unser Projekt wurde mit mehreren Blöcken, Cut-Elementen und Texten entwickelt, um zusätzliche Bemaßungen und BIM-Label hinzuzufügen. Was würde also passieren, wenn wir eine neue Version des BIM-Projekts erhalten? Wir aktualisieren einfach die Zeichnung aus der BIM-Datei im BIM-Navigator. Folglich sehen wir, dass die Geometrie des Gebäudes in diesem Plan aktualisiert ist. Die BIM-Label, die wir erstellt haben, wurden auch automatisch aktualisiert. Schließlich werden die neuen Eigenschaften der BIM-Elemente abgebildet. Dasselbe gilt für die BIM-Bemaßungen, deren Werte nun jede Änderung widerspiegelt, die im BIM-Projekt stattfindet. Im Gegenteil dazu bleiben alle Cut-Entitäten, die wir auf der BIM-Geometrie gezeichnet haben, vorhanden, so dass wir unsere Zeichnungen nicht wieder und wieder erstellen müssen. Das spart nicht nur Zeit, sondern vermeidet auch große Fehler, so dass es am Ende eine viel intelligentere Herangehensweise ist. Ich muss keine Zeit mehr für aufwendige Aufgaben verschwenden, wie zum Beispiel wieder alles neu zu zeichnen. Nachdem wir alle unsere BIM-Zeichnungen aktualisiert haben, können wir zum Blattsatzmanager zurückkehren. In Ares Commander werden meine Zeichnungen automatisch in Blattsätzen organisiert. Das macht es für mich sehr einfach, den Veröffentlichen-Befehl zu verwenden, um eine PDF von meinem Projekt zu erzeugen. Und wir haben auch die Möglichkeit, die Pack-and-Go-Funktion zu nutzen, um eine ZIP-Datei zu generieren, sodass ich sie mit anderen Ares Commandern Anwendern teilen kann. Daraus schließen wir strukturieren nicht nur ein BIM-Modell und importieren dessen Geometrie. Die Zeichnungen behalten die Assoziativität mit dem BIM-Modell. Das heißt, wir haben den fehlerhaften Workflow zwischen BIM und CAD wiederhergestellt.